Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Heute gibt's mal wieder was über unter anderem den FC Bayern und dem FCM. Denn da wäre fast ein Spiel zusammengekommen. Beziehungsweise vielleicht kommt da noch ein Spiel. Man wird es sehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ab 99 Cent kann man Mitglied werden, um diesen Kanal zu unterstützen. Gut, starten wir rein. Wie uns allen bekannt ist, gab es auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt einen Anschlag, der schrecklich war. Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hätte der FC Bayern auch früher sofort geholfen, sagt Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Er kritisiert die Terminierungen im Fußball. Und das ist auch ein Thema, worüber ich schon mal ein Video gemacht habe. Terminierungen im Fußball sind aktuell sehr, sehr kritisch. Du hast kaum noch Erholungszeit, viele Profis verletzen sich mehr und hast auch keine Zeit mehr für bestimmte andere Dinge, die vielleicht auch wichtig sind, wie zum Beispiel solche Benefizspiele. Ja, Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht immer größere Probleme für den Rekordmeister. Angesichts der Terminansetzungen seiner gesellschaftlicher Verpflichtung nachzukommen. Ja, ein großes Problem allgemein im deutschen Profifußball. Die großen Namen, die Ligen und so weiter betreiben oder auch Champions League betreiben, versuchen immer mehr Geld dran zu schaffen. Dadurch wird weniger Zeit für diese eigentlich wirklich wichtigen Dinge, die den Fußball ausmachen, nämlich unter anderem Benefizspiele, um anderen Clubs zu helfen. Und durch ein schönes Fußballspiel, was sie eigentlich sonst nicht erleben. Bayern gegen Magdeburg, wer hätte sich denn das erwartet? Fast niemand, vielleicht nächste Saison schon, aber wäre natürlich eine tolle Geste gewesen, muss man ganz ehrlich so sagen. Leider kommt es nicht zustande, sehr wahrscheinlich. Ja, der FC Bayern allein kann keine Probleme lösen. Was er kann, ist die Politik und die Gesellschaft zu unterstützen, sagte Hoeneß im Kicker-Interview. Aber dies werde tatsächlich immer schwieriger. Ja, und das ist einfach so. Wie gesagt, viele Terminansetzungen schaden einfach dem Fußball und auch der Qualität des Fußballs und auch der gesellschaftliche Teil sollte nicht vergessen werden. Er wird aber leider immer mehr vergessen. Ja, wenn der Rekordmeister gefühlt innerhalb von 4 Wochen 8 Spieler hat, dann ist das zu viel. Beziehungsweise 6 sind auch zu viel. Es sind Profis, die eine bestimmte Erholungszeit brauchen, weil sie sonst nicht richtig auf ihr höchstes Niveau kommen können. Und das ist definitiv ein großer Kritikpunkt. Und die Champions League hat jetzt noch mehr Spieler als vorher. Ja, es geht halt nur um die Kohle. Aber der 73-Jährige führte als Beispiel den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg und den Messerangriff in Aschaffenburg an. Das wäre der klassische Fall gewesen, bei dem der FC Bayern dorthin reist, spielt, um Menschen Gemeinschaftsgeist und Hoffnung zu vermitteln und dabei 1 Million Euro zu Hilfsmaßnahmen einspielt. Aber durch den vollen Spielplan ist das im Grunde nicht mehr möglich, sagt er. Ja, und genau das ist es. Und das ist auch, muss man einfach mal Uli Hoeneß ehren, eine sehr, sehr tolle Aktion. Hätte man sie durchführen können. Der Gedanke, typisch für Bayern, versuchen eigentlich immer, wenn es was Wichtiges gibt, zu helfen. Das macht den Verein auch großartig und auch wahrscheinlich zum größten Club Deutschland. Ja, und es ist eine tolle Aktion. Mal gucken, vielleicht klappt es ja noch, wer weiß. Aber ich würde persönlich auf jeden Fall da sein. Und das würde mich auch sehr, sehr faszinieren, wenn dann Musiala oder so bei uns im Stadion ist, was er dann dementsprechend so sein würde. Würde auch wahrscheinlich locker ein ausverkauftes HKS geben. Aber er könnte sich erinnern, als wir 1988 nach einem Flugzeugabsturz in Remscheid samstags in der Bundesliga in Bochum spielten, sonntags um 11 Uhr dort. Es geht dann nicht nur um Geld. Wir wollen auch Hoffnung machen und Zeichen geben, dass man auf die einen Auge hat, denen es schlecht geht. So der frühere Bayern-Manager. Und man muss sagen, Uli Hoeneß steht sehr, sehr oft in der Kritik. Aber was so das Menschliche für andere Vereine angeht und allgemein das Menschliche,
hatte oft nun mal einfach recht. Und das ist der Punkt, wo ich ihm einfach wahrscheinlich mit zum ersten Mal menschlich wirklich hundertprozentig recht gebe, dass wirklich Bayern vor allem ein Verein ist, der sich in 99% der Fällen immer versucht einzusetzen für andere Vereine. Obwohl sie das überhaupt nicht müssen und die Vereine einfach allein dastehen lassen können. Aber was das angeht für die Gemeinschaft, ist Bayern mit der größte Verein, der sowas macht. Beziehungsweise mit einer der einzigsten Vereine, die das machen. Ich kenne kaum einen Verein, der sich so sehr für solche Sachen einsetzt. Hoeneß schließe zwar im Zusammenhang mit Magdeburg nichts aus, wenn wir einen Termin finden, aber nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hatten wir für ein Spiel zugesagt, fanden keinen Termin, haben dann 1 Million Euro gespendet. Das Spiel hat nicht stattgefunden, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist, sagte Hoeneß. Ja, und da haben wir wieder Terminansetzungen. Ja, falsch. Muss man unbedingt dran was ändern, damit auch der Fußball nochmal einen Ticken attraktiver wird als jetzt aktuell. Weil manchmal ist es mittlerweile, man merkt es auch bei Spielen von Bayern, zum Beispiel gegen Leverkusen, da ist dann der Dampf raus. Und im Gegensatz zur zweiten Liga sieht das manchmal echt nicht schön aus. Zweite Liga ist manchmal sehr, sehr viel Fight drin, da merkt man, da ist immer eine Woche dazwischen, frei meistens. Er fügte an, und im Juni für Magdeburg zu spielen macht keinen Sinn. Sowas muss zeitnah passieren, emotional sein, noch in allen Köpfen. Ich bedauere diese Entwicklung extrem in unserer schnelllebigen Zeit. Es hat mir viel gegeben, statt Workshops oder Krisensitzungen spontan zu sein, nach kurzer Abstimmung bei uns zu sagen, wir machen das. Und das, vor allem diese Aktionen machen, wie gesagt, den Fußball für mich besonders. Diese Aktionen zeigen unglaubliches Gemeinschaftsgefühl, was leider in vor allem heutiger Zeit immer mehr verloren geht. Was auch ein sehr, sehr schwieriger Punkt ist. Viele Menschen vergessen, was um ihn passiert. Viele Menschen wollen das mittlerweile auch gar nicht mehr wissen, warum auch immer. Für mich ist das immer noch ein sehr, sehr wichtiger Teil des Lebens, zu wissen, warum es passiert und vor allem, was man dagegen machen kann, um Menschen zu helfen. Am 21. Dezember 2024 fuhr aber ein Mann mit einem Wagen in den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bei dem Anschlag kamen 6 Menschen ums Leben. Hunderte wurden verletzt. Und das gehört zur tragischen Geschichte von Magdeburg mittlerweile dazu. Man kann im Endeffekt nur sagen und hoffen, dass sowas nie wieder passiert. Doch leider vor allem aktuell in Deutschland ist viel, viel, viel los, was nicht so sein sollte. Bleibt sicher, lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Hoeneß-Statement in die Kommentare. Ich finde das sehr, sehr ehrenvoll. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.